Mit dem Leonhard Kickertisch verbinde ich einfach nur Gänsehaut. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie emotional Tischkickern ist. Man steht sich direkt gegenüber und man kann sich nicht berühren und man kann sich auch nicht anfassen. Und trotzdem hört und spürt man jede Emotion des Gegners oder der Gegnerin. Man muss das einfach mal selbst erlebt haben. Ich stehe da also auf der Weltmeisterschaft für das deutsche Nationalteam in der Final Area. Die Tribüne voll mit Menschen, links, rechts, alles voller Menschen. Und ich bin nervös, ich schwitze, voller Adrenalin, voller Furcht und trotzdem voller Entschlossenheit. Alle warten auf den Sound eines weiteren Torschusses. Meine Partnerin Maura hat den Matchball. Yeah! Wahnsinn! Wahnsinn! Und so sind wir Weltmeisterin geworden. Diesen Moment werde ich niemals vergessen. Hi, ich bin Lynn, ich bin mehrfache Tischfußball-Weltmeisterin und zeige euch heute meinen Lieblings-Profi-Kickertisch, den Leonhard Pro Tournament. Mittlerweile spiele ich über 12 nationale und internationale Turniere im Jahr und das auf unterschiedlichen Profi-Kickertischmodellen. Es gibt 5 offizielle internationale Kickertische, die für die Weltmeisterschaft zugelassen sind. Darunter natürlich auch der Leonhard-Tisch. Und obwohl ich alle 5 Tische schon gespielt habe, ist der Leonhard-Tisch immer noch mein bester Tisch. Warum der Leo mein Lieblingstisch ist und was ihn so besonders macht, zeige ich dir heute in diesem Video. Viel Spaß! Der Leo-Tisch ist super robust, er ist handgemacht und er hält eine Ewigkeit. 2014 habe ich in einem Irish Pub in Hamburg-Harburg mit dem Kickern angefangen. Und das war auf einem Löwentisch, der ist nämlich auch von Leonhard. Und das Witzige ist, der steht da heute immer noch. Beim Kickern gibt es unterschiedliche Techniken und Spielstile und das Coole auf dem Leo ist, er ist griffig und die Stangen laufen gut und deswegen kann jeder seinen eigenen Style mit an den Tisch bringen. Ich kicke auch gern mal mit meinen Freunden und Freundinnen am Leo-Tisch und habe dabei gemerkt, dass der Tisch super einsteigerfreundlich ist, weil der Tisch alles mitbringt, was Spaß macht. Und das Coole ist, du kannst direkt an einem Weltmeistertisch spielen. In der Beschreibung findest du übrigens den direkten Link zum Leo. Und wenn du noch nicht ganz sicher bist, ob der Leo der richtige Tisch für dich ist, dann gehen wir zusammen in die Details. Leonhard produziert seit über 70 Jahren Kickertische und wurde 1949 gegründet. Seitdem werden die Kickertische per Handarbeit im Familienbetrieb in Bayern hergestellt. Leonhard ist damit absoluter Experte bei der Herstellung von hochwertigen Kickertischen. Wenn ihr mal sehen wollt, wie so eine Produktion bei Leonhard abläuft, schaut mal in dieses Video. Wenn ihr das nächste Mal in einer Kickerkneipe seid oder im Verein, achtet mal darauf, wie häufig ihr auf einen Leonhard oder auf einen Löwenkicker trefft. Leo-Tische sind super beliebt, weil sie so robust sind und ein Leben lang halten. Das liegt daran, dass der Leo-Tisch aus echtem Holz besteht, verleimt ist und silikonversiegelt ist. Das heißt, wenn ihr mal ein Getränk verschüttet, ist es nicht ganz so schlimm. Da ist es klar, dass viele Kneipen einen Leo-Tisch bei sich stehen haben, denn alle paar Monate einen neuen Tisch ran schaffen will man ja auch nicht. Kennt ihr das? Ihr spielt in der Kneipe, der ganze Tisch wackelt und ihr könnt keinen Ball kontrolliert spielen. Beim Leo sind die Beine aus Metall und an den Ecken befestigt. In den Tournament-Tischen sind Extragewichte eingebaut und diese könnt ihr sogar in das Sportmodell einbauen lassen. Für ein sauberes Spiel sind alle Füße der Leonhard-Tische fein justierbar. Dadurch kann man den Leo auf jedem Boden und auf jedem Untergrund spielen. Wer verranzte Kickertische gewohnt ist, wird sich beim Leo wundern, weil der Leo hat nämlich richtig gut laufende Stangen. Das liegt daran, dass sie sogenannte Leichtlauflager haben. Die gibt es in fest verbaut oder als Wechsellager. Die Wechsellager sind der Standard auf internationalen Wettbewerben. Durch die Wechsellager könnt ihr ganz einfach die Stangen aus dem Tisch nehmen und dadurch ist der Tisch viel einfacher zu transportieren. Wenn ihr mehr über die Wechsellager erfahren wollt, könnt ihr das hier machen. Beim Profikickern sind die Schüsse bis zu 60 km/h schnell und deswegen eignen sich die Turnierstangen von Leonhard richtig gut dafür, weil auch bei hohem Druck
verbiegen die nicht. Die Puffer an den Stangen sorgen dafür, dass härtere Schläge abgefedert werden und sie halten auch länger als andere Puffer, weil sie von innen mit Metall gestärkt sind. Die Leo-Figuren sind austariert, damit sie beim Einzeln nicht runterfallen, und der Fuß der Puppe hat auch noch so extra Riffel, damit man mehr Grip hat. Außerdem brechen die Figuren sehr selten im Gegensatz zu anderen Herstellern. Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben, seit ich spiele, nur eine kaputte Leo-Puppe gesehen. Das Praktische ist, dass die Leo-Figuren fest verschraubt werden und dadurch sitzen die Figuren auch fest, nicht wie bei anderen Herstellern, die noch Splinte nutzen, um die Figuren festzumachen. Das Spielfeld hat eine griffige Oberfläche und dadurch kann man ganz einfach kontrolliert und schnell spielen. Und egal, ob du jetzt ein Pass- oder ein Schusssystem hast, egal ob Trickshot aus der Kneipe oder ein Profischuss, alles ist darauf möglich. Das Beste am Kickern ist einfach der Sound nach einem Torschuss und ich liebe einfach den Sound vom Leo. Im Tor ist nämlich eine Konstruktion verbaut, die den Ball abfedert und für den typischen Leo-Sound sorgt. Profis schießen sehr häufig mit sehr viel Kraft an den Innenpfosten des Tores und bei vielen Tischen geht der Pfosten dann kaputt. Aber auf dem Leo zum Glück nicht, dank der Metallpfosten. Da kann ich noch so oft draufballern, wie ich will, der bleibt heil. Kickern ist ein ziemlich schneller Sport und es ist extrem schwierig, den Ball zu verfolgen ohne Zeitlupe. Und deswegen ist es super praktisch, dass beim Leo das Tor durchsichtig ist, damit man damit auch die Verteidigerpuppe und auch den Torhüter sehen kann. Und im Profisport ist es vor allem für Spielübertragungen wichtig. Beim Profikickern wird wie im Fußball mit Anschluss gespielt und trotzdem hat der Leonhard einen großen Balleinwurf. Und das liegt daran, dass du dann auch in der Kneipe ganz klassisch den Ball einwerfen kannst. Überlegt einmal ganz kurz, wie oft ihr eigentlich den Ball aus dem Auswurf nimmt. Ganz oft, weil ihr schießt ja viele Tore und deshalb ist der Auswurf von Leonhard recht groß gemacht, damit man ganz entspannt den Ball rausholen kann. Beim Profikickern spielt man in der Regel Best of 5, das heißt, man spielt 3 Gewinnsätze und man hat pro Satz auch 2 Timeouts und deswegen ist es super praktisch, dass beim Leonhard die Zähler alle integriert sind, anstatt aufgesetzt wie bei anderen Tischen. Wie ihr seht, sind die Turniertische standardmäßig schwarz und grün, aber das Coole ist, ihr könnt auch eure Farben selbst wählen und den Tisch individuell gestalten und trotzdem die Qualität des Turniertischs bekommen. Wenn ihr das Logo von eurem Verein oder von eurer Firma auf dem Tisch haben wollt, dann ist das auch kein Problem. Ich hoffe, ihr habt einen guten Überblick über den Leo Tournament bekommen und zum Abschluss bleibt mir nur noch zu sagen, ohne den Leo wäre ich wahrscheinlich niemals Weltmeisterin geworden. Und jetzt zeige ich euch mal, was man auf dem Leo so Schickes machen kann. Semin, komm mal mit! Wow! Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like und Subscribe. Und wenn ihr jemanden kennt, der sich für den Leo-Tisch interessiert, dann schickt ihm gerne dieses Video. Und ansonsten viel Spaß beim Kickern und bis zum nächsten Mal.